Gesundheit braucht Verstand, und wenn ihr mir gerade zuhört, dann tut euer Körper etwas, was ihr selber gar nicht bemerkt. Er hält eure Körpertemperatur auf ein halbes Grad genau. Er hält euren Blutzucker in einem sehr schmalen Fenster und euren Blut-pH so präzise, weil schon kleinste Abweichungen lebensgefährlich sein können. Ihr denkt keine Sekunde darüber nach, und trotzdem läuft es jede Sekunde in eurem Leben ab. Dieses eine Prinzip ist so etwas wie der heilige Gral der Gesundheit. Und das Merkwürdige, ausgerechnet in der modernen Medizin, gerät dieses Prinzip häufig aus dem Blick. Euer Körper ist ein Präzisionsregelwerk, das sekündlich nachjustiert. Und dieses ständige Ausbalancieren, das hat einen Namen: Homöostase. Und ich behaupte, wer dieses eine Prinzip verstanden hat, der trifft bessere Entscheidungen für seinen eigenen Körper, weil er nämlich aufhört, einzelnen Symptomen, Laborwerten und einzelnen Smartwatch-Anzeigen nachzujagen. Und er anfängt, das System zu stärken, was ihn gesund hält. Den Vagusnerv, Autophagie, Hormesis und vieles mehr, worüber ich hier schon gesprochen habe, das sind am Ende alles nur Teilsysteme von genau dieser gesamten Sache. Was heißt Homöostase genau? Es ist die Fähigkeit eures Körpers, sich von innen stabil zu halten. Und zwar egal, was von außen passiert. Ob ihr in der Kälte steht oder in der Sonne, ob ihr fastet oder ob ihr gerade gegessen habt. Innen drin bleibt der Körper im Gleichgewicht. Und jedes Lebewesen strebt danach. Von jeder einzelnen Zelle bis zum ganzen Menschen. Es ist ein Grundprinzip des Lebendigen. Und jetzt kommt ein kleiner, entscheidender Punkt. Der Körper hält die Werte nicht konstant. Er hält sie stattdessen ähnlich genug. Und das steckt sogar in dem Wort Homöostase. Der Forscher Walter Kenn, der das Wort Homöostase geprägt hat, hat bewusst das griechische Wort für ähnlich gewählt, nicht für gleich. Denn ein Wert, der sich gar nicht bewegen darf, das wäre der Tod. Leben heißt schwanken, aber in einem eng begrenzten Korridor. Und im Grunde kennt ihr dieses Prinzip längst alle aus dem Alltag. Bei allen im Körper gilt, die Mitte ist das Beste. Zu viel ist zu schlecht, zu wenig ist zu schlecht. Genau dieses Ausgewogene ist die Grundlage für die Gesundheit des Körpers. Eine Sache noch, um das Bild komplett zu machen: Der Körper bleibt nicht stur auf einem Wert sitzen. Stellt euch vor, ihr steht kurz vor einer Prüfung. Das Herz schlägt schneller, ihr seid hellwach. Der Körper stellt Zucker als Treibstoff bereit. Er verlässt die Ruhe ganz bewusst, um Leistung zu bringen, und kehrt danach wieder zurück. Das ist die zweite Hälfte der Selbstregulation. Stabilität nicht durch Starrheit, sondern durch Anpassung. Und genau das wird gleich noch wichtig, denn die Anpassung, die hat einen Preis. Die Idee ist gar nicht neu. Schon vor 150 Jahren hat ein französischer Forscher, Claude Bernard, erklärt, die Konstanz unseres inneren Milieus ist die Bedingung für ein freies Leben. Er meinte damit, nur weil unser Inneres stabil bleibt, können wir uns überhaupt frei in einer wechselnden Umgebung bewegen. Ein anderer Forscher, der Walter Kenn, hat den Begriff dann auf den Punkt gebracht und ein Buch darüber geschrieben, mit dem schönen Titel The Wisdom of the Body, die Weisheit des Körpers. Und genau darum geht es. Euer Körper hat eine eingebaute Weisheit, ein Regelwerk, das älter und klüger ist als jede Therapie. Die Frage ist nur, wie funktioniert es? Und was passiert, wenn wir es übersehen? Aber wie hält der Körper seine Körperwerte? Über ein Prinzip, das so ähnlich ist wie das, was ihr aus eurem Wohnzimmer kennt. Ein Thermostat. Jeder Regelkreis im Körper hat quasi 3 Teile. Erstens ein Fühler, der ständig misst, wie der Wert gerade ist. Zweitens eine Zentrale, die den Sollwert mit dem Ist-Wert vergleicht. Und drittens ein Stellmotor, der gegensteuert, wenn dieser Wert abweicht.
Bei der Temperatur sitzt diese zentral im Gehirn. Die Region heißt Hypothalamus. Wird euch zu warm, schickt er das Signal schwitzen, die Gefäße weit stellen. Wird euch zu kalt, zittern, Gefäße enger. Der Sollwert wird angesteuert. Die Abweichung wird nachgeregelt. Genau wie die Heizung, die anspringt, wenn es im Zimmer zu kühl wird. Und jetzt das Schöne, dasselbe Prinzip läuft überall im Körper, nur mit anderen Regelmotoren. Beim Blutzucker arbeiten zwei Hormone gegeneinander, wie zwei Hände auf einer Waage. Das eine senkt den Zucker, das andere hebt ihn. Steigt er nach dem Essen, wird gesenkt. Fällt er nach dem Fasten, wird angehoben. Das Ziel ist immer zurück zur Mitte. Beim Säurebasenwert in eurem Blut ist es fast unheimlich, wie das läuft. Blut darf sich nur um 1/10 einer pH-Einheit bewegen. Dafür hat der Körper gleich 3 gestaffelte Systeme. Ein blitzschnelles, das Bicarbonat in unserem Blut, die Atmung mit der Lungenfunktion in 1 bis 3 Minuten und die Niere im Umfang von Stunden. 3 Wachposten für einen einzigen Wert. Ist euch das schon mal passiert? Ihr steht kurz auf und es wird euch so ganz kurz schwarz vor Augen. Das ist ein Regelkreis bei der Arbeit. Live. Beim Aufstehen, nach dem Sitzen, sackt der Blutdruck ab. Warum? Weil das Blut sackt in die Beine. Und sofort melden Drucksensoren in euren Halsgefäßen, Blutdruck zu niedrig, anheben. Die Zentrale reagiert in Bruchteilen von Sekunden, weniger Bremse, mehr Gas. Bedeutet, das Herz schlägt schneller, Gefäße ziehen sich zusammen, der Druck ist wieder da. Dieses kurze Schwarz vor Augen ist nur der Moment, bevor die Regelung eingesetzt hat. Jetzt kommt ein Bild, das schon die alten Römer hatten. Sie nannten den Tod eine Schuld an die Natur. Jedes Lebewesen schuldet der Natur etwas. Und am Ende wird diese Schuld beglichen. Und dieses Bild passt erstaunlich genau auf das, was in eurem Körper passiert. Jede Anpassung, von der ich gerade gesprochen habe, ist im Grunde genommen eine kleine Schuld. Wenn euer Körper eine Belastung kompensiert, dann stabilisiert er den Körper jetzt. Aber er bezahlt dafür an anderer Stelle später. Wie ein Kredit, ihr kommt heute durch, aber die Rechnung läuft weiter mit Zinsen. Solange auf die Anspannung immer Erholung folgt, wird die Schuld immer wieder abbezahlt. Alles in Ordnung. Das Problem entsteht, wenn das Hochfahren nie mehr aufhört. Wenn der Körper quasi dauernd unter Strom steht und nie zur Ruhe kommt. Versucht mal, einen vollen Wasserkasten mit ausgestrecktem Arm zu halten. Die ersten Sekunden sind für starke Arme keine Sache. Nach ein paar Sekunden aber zittert und brennt der Arm, obwohl sich an dem Gewicht des Kastens nicht 1 Gramm verändert hat. Verändert hat sich nur die Zeit ohne Pause. Genauso verschleißt euer Körper, wenn er nie loslassen darf. Dann wird nämlich die Schuld nicht mehr abbezahlt, sondern sie häuft sich auf. Und genau dieser aufgehäufte Verschleiß wird in der Forschung als Last der Dauerbelastung bezeichnet. Auf Englisch gibt es dafür den schönen Begriff Allostatic Load. Das beste Beispiel ist gerade in aller Munde, das Cortisol. Überall liest man, Cortisol sei der böse Stoff, der euch krank macht, schlecht schlafen lässt, dick macht. Und das stimmt so nicht. Cortisol ist ein absolut lebenswichtiges Hormon. Es hält euch morgens wach, es hält euch in einer Notsituation reaktionsbereit und es dämpft Entzündungen. Ihr braucht das. Aber es gilt auch hier, zu viel ist schlecht. Und zu wenig ist auch schlecht. Entscheidend ist wieder die ausgewogene Mitte. Krank macht nicht das Cortisol. Krank macht, wenn euer System nie zur Ruhe kommt. Wenn der Teil eures Nervensystems, der für Anspannung zuständig ist, für Flucht und Angriff, dauernd angeregt ist und der andere Teil, die Erholung, nie
drankommt, dann schließt sich nämlich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Der beruhigende Gegenspieler, die Bremse, das ist der Vagusnerv. Der Vagusnerv ist der Erholungsarm eurer Selbstregulation. Und mein Rat ist das Gegenteil von Panik. Nicht ständig den Cortisolspiegel messen lassen, nicht ständig der nächsten Trenddiät hinterherrennen, sondern sorgt besser dafür, dass euer System erstmal wieder abschalten kann. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich am Anfang den Heiligen Gral genannt habe. Wenn die Selbstregulation der Boden für Gesundheit ist, dann müsste man bei jedem Gesundheitsproblem zuerst dahin schauen. Tut die Medizin das? Oft nicht. Aber damit sage ich nicht bewusst, dass die Medizin schlecht arbeitet. Im Notfall bei akuten Entzündungen, bei Knochenbruch, da ist sie notwendig und unverzichtbar. Mein Punkt ist ein anderer. Bei den chronischen Erkrankungen neigen wir dazu, auf das einzelne Bauteil zu starren, auf einen Laborwert, auf das eine Symptom, was wir unbedingt wegdrücken wollen. Und dabei übersehen wir das Netzwerk des Gesamtsystems, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und hier liegt das eigentliche Problem. Die Regelkreise greifen alle ineinander. Der Blutdruck hängt am Nervensystem, das hängt an der Atmung und die Atmung arbeitet zusammen ganz eng mit dem Stoffwechsel. Und so weiter und so weiter. Das ist ein einziges, fein vernetztes Gleichgewicht. Und das reicht bis in Ecken, die man ohne weiteres gar nicht vermutet. Wer von außen an einer einzelnen Stellschraube dreht, ohne das gesamte System zu sehen, der bringt wahrscheinlich ein anderes Gleichgewicht durcheinander, von dem er gar nichts ahnt. Und genau das sieht man im Gesundheitssystem oft. Man bekommt ein Hilfsmittel, das das Symptom dämpft, aber an der Ursache vorbeigeht. Der Körper bleibt dadurch dauerhaft in der allostatischen Belastung, also in diesem Dauerstress, und findet nicht zurück ins Gleichgewicht. Nehmt wieder als Beispiel das nächtliche Zähneknirschen. Geknirscht wird, weil die muskuläre Balance des Kausystems aus dem Lot ist. Die klassische Antwort ist eine Schiene, die schützt die Zähne, aber behebt ja keineswegs die Ursachen. Sie bringt die Muskulatur keineswegs in Balance. Die Muskelaktivität geht durch die Schiene nicht zurück, sondern bei manchen wird sie sogar viel stärker. Unsere Erklärung dafür: die Schiene füllt den Raum aus, der normalerweise zwischen den Zähnen des Ober- und Unterkiefers ist. Sie gibt also unserem Gehirn die Information, Zahnkontakt da, wo keiner sein soll. Und deswegen kann sich das Pressen noch mehr verstärken, als es ursprünglich war. Die Selbstregulation wird dauerhaft durch ein Gerät ersetzt und kann sich deswegen selbst gar nicht mehr herstellen. Und genau das meine ich wieder mit dauerhafter allostatischer Last. Hilfsmittel sind wichtig da, wo sie gebraucht werden. Daneben lohnt sich aber eine zweite Frage, die dazu überhaupt nicht im Widerspruch stehen muss. Lässt sich zusätzlich die korrekte, zugrunde liegende Funktion wieder herstellen? Am Anfang jeder Kausalkette stehen die Basisfunktionen. Entscheidend ist, wie ihr atmet, wie ihr schluckt und wie sich eure Körperstatik verhält. Und auch wie ihr esst, wie ihr schlaft, wie ihr euch bewegt. Das sind die Grundeinstellungen, auf denen die gesamten Regelungen aufsitzen. Stimmen die nicht, kann sich nur schwer etwas wirklich in Ordnung bringen. Und jetzt ganz wichtig, damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist kein Alternativmedizin und es ist auch keine Gegenrede gegen die Medizin. Und es ist auch kein Heilversprechen. Ich sage nicht, Lebensstil ersetzt Medikamente. Bei chronischen Erkrankungen ist ein gesunder Lebensstil eine erste Linie, aber neben einer notwendigen Behandlung und nicht als Ersatz. Und ob die Basis die alleinige Ursache eines Problems ist, das ist gar nicht die Frage. Sie ist auf jeden Fall immer eine Mitursache und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, genau hinzuschauen. Das ist am Ende eine ganz alte Einsicht. Die natürliche Selbstregulation zuerst unterstützen und nicht übergehen. Und das ist der Kern, wenn wir von
außen irgendwo eingreifen, stören wir woanders möglicherweise das Gleichgewicht. Und das, ob wir das merken oder nicht. Oft ist es klüger, erst einmal zu schauen, ob die natürlichen Abläufe überhaupt in Ordnung sind und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Körper sein Gleichgewicht von selbst wiederfindet. Und dann, wenn es noch nötig ist, von außen eingreifen. Das ist keine Absage an die Medizin, das ist nur eine Reihenfolge. Erst das System und dann das Bauteil. Denn dieses Zusammenspiel ist oft viel komplexer, als wir glauben zu verstehen. Ihr versteht mich richtig, ist etwas akut, eine Entzündung, ein Notfall, dann wird eingegriffen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber für alles andere, für eine stabile Basis, muss man anders denken. Ein Körper, dessen Grundlagen stimmen, ist robust. Den bringt man so schnell nicht aus dem Gleichgewicht. Und wenn doch mal was an ihm zerrt, dann regeneriert er in der Regel schnell wieder. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann wackelt der ganze Turm. Und jede kleine Belastung wird zum Problem. Erinnert euch an die Bremse von vorhin, den beruhigenden Einfluss auf das Herz. Das macht der Vagusnerv. Er ist der Erholungsarm für eure Selbstregulation. Der Gegenspieler zur Dauerspannung. Wenn ich über den Vagus rede, dann rede ich genau über diesen einen Hebel der Homöostase. Genau der das System wieder herunterfährt. Die Autophagie, das Aufräumungsprogramm des Körpers, ist das gleiche Prinzip, nur eine Etage tiefer. Auf der Ebene der einzelnen Zelle. Aufbau und Abbau im Gleichgewicht. Was der Thermostat für eure Temperatur im Wohnzimmer ist, ist die Autophagie für eure Zelle. Ein Regelkreis, der in der Zelle alles sauber hält. Das lymphatische System, das ist in eurem Gehirn, wo sich alles von selbst reinigt. Vor allem im Schlaf, wenn der Flüssigkeitsaustausch besonders aktiv ist. Und für den Abfluss gibt es nach heutigem Kenntnisstand feine Wege in der Siebbeinplatte. Und von dort Richtung Nase und von dort in das Lymphsystem. Das ist die Homöostase des Milieus in eurem Kopf. Und das braune Fett, über das alle reden, ist nichts anderes als ein Stellmotor im Temperaturregelkreis. Der Heizkörper, der dann anspringt, wenn euch kalt wird. 4 verschiedene Videos habe ich dazu gemacht. 4 verschiedene Organe und doch immer dasselbe. Ein Körper, der sich selbst im Gleichgewicht hält. Und jetzt sind wir bei dem, was ich immer wieder sage. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich darauf so beharre. Diese ganze Selbstregulation steht und fällt mit den Basisfunktionen. Mit der Atmung durch die Nase, mit dem richtigen Schluckablauf und mit der Kopfbalance. Warum ausgerechnet die? Weil sie ganz am Anfang der Funktionsketten stehen und immer laufen. Nehmt die Nase, sie ist kein bloßes Loch zum Luftholen. In den Nasennebenhöhlen entsteht im Zusammenhang mit der Nasenatmung Stickstoffmonoxid. Das ist ein Gas, das mit der Einatmung in die Lunge gelangt und dort die Durchblutung gut belüfteter Lungenbereiche maßgeblich unterstützt. Bei einer Mundatmung fällt dieser Effekt und noch viele andere weg. Atmet ihr also dauernd durch den Mund, läuft eine Grundfunktion dauernd im Notbetrieb. Und das rund um die Uhr. Der Körper muss das ununterbrochen kompensieren. Und diese Dauerkompensation ist genau die Last und der Verschleiß, von dem ich vorhin gesprochen habe. Eine falsche Dauerbelastung ist nichts anderes als eine Fehlfunktion in den Basisfunktionen, die nie abgeschaltet wird. Und auf einem Boden, der ständig unter Strom steht, ist echtes Gleichgewicht nicht zu haben. Korrigiert ihr die Basis, nehmt ihr die Dauerbelastung weg und dann kann der Körper aus eigener Kraft zur Selbstregulation zurückgeführt werden. Das ist die andere Seite der alten Bilder. Neben der Schuld an der Natur steht die Heilkraft der Natur. Und damit meine ich nichts Mystisches, sondern genau die messbare Form der Selbstregulation.
Also die, über die wir in diesem Video gesprochen haben. Dieselbe Kraft, die ich zum Vagusnerv beschrieben habe, die hier nur von der Basis her angeregt wird. Und genau dafür haben wir die Faceformer-Therapie entwickelt, nicht um uns auf ein Symptom auszurichten und das irgendwie zu korrigieren, sondern an der Basis anzufangen und die Basisfunktionen zu korrigieren, damit der Körper überhaupt die Voraussetzungen hat, dass er Selbstregulation leisten kann. Es ersetzt keine notwendige Behandlung, wo sie gebraucht werden. Es setzt eine Ebene davor an, bei den Basisfunktionen. So, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Euer Körper ist ein Präzisionsregelwerk, das sich von Sekunde zu Sekunde selbst im Gleichgewicht hält. Das ist Homöostase und die ist der eigentliche Boden für eure Gesundheit. Vagus, Autophagie, Glymphatik, braunes Fett, das sind alles nur Teilsysteme eines Ganzen. Und der heilige Gral vom Anfang, der ist genau das. Statt nur auf das einzelne Bauteil zu schauen, was gerade hakt, lohnt es sich, das Gleichgewicht im Gesamtsystem zu betrachten. Nicht gegen die Medizin, sondern als der Boden, der bei jeder Behandlung mitgedacht werden muss. Und was heißt das praktisch für euch? Im Prinzip 3 Dinge. Erstens, lasst euch nicht von jeder einzelnen Zahl verrückt machen. Ob Labor oder Smartwatch, Werte können durchaus wichtig sein, aber sie geben erst im Zusammenhang ein Bild. Schaut immer auf das ganze System. Zweitens, gebt eurem Körper die Erholung, die er braucht, damit er seine Schulden abbauen kann, statt sie immer wieder anzuhäufen. Und drittens, kümmert euch um die Basisfunktion. Die Atmung, das Schlucken und die Haltung. Denn das ist der Hebel, an dem ihr eure Selbstregulation wirklich unterstützen könnt. Gesundheit braucht Verstand. Wenn euch dieses Video das Gesamtbild gegeben hat, dann schaut euch die einzelnen Teilsysteme an, zu denen ich Videos gemacht habe. Ich habe sie oben verlinkt. Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt auf die Klingel, dann werdet ihr immer erinnert, wenn ein neues Video kommt. Und schreibt mir, welches System ihr demnächst genauer verstehen wollt. Und ich sage, tschüss für heute.